Ich bin der Shahrukh Javed, ich bin im Team Hochvoltsysteme. In meinem Projektteam waren die Kollegen, die das Fahrzeug befähigt haben, elektrisch zu fahren. Gero Eggers, zusammen mit Mario Bareis leite ich das Team Thermomanagement und HLK. Frieda Devi, ich bin Entwicklungsingenieurin für die Hochvolt-Batterie am Bus. Philipp Heine, ich bin Produktionsquerschnittsvertreter im Projekt EDB. Ich bin Daniel Volgert und ich bin der Gesamtprojektleiter für das Gesamtprojekt. Meine Aufgabe ist in der Produktplanung und im Produktmanagement für alternative Antriebe. Ich sorge dafür, dass die Abstimmung zwischen EDB-Projekt und mehrere Fachbereiche bestmöglich umgesetzt werden. Seit den letzten 1,5–2 Jahren bin ich im Fahrversuch und bin dort Versuchsvertreter für das Projekt. Ich entwickle die Nebenaggregate. Ich bin beim E-Citaro verantwortlich für den elektrischen Triebstrang. Ich denke, eine Herausforderung ist, dass das hier einfach ein wirklich neues Projekt war. Es war nicht eine Weiterentwicklung, wo man schon auf irgendwas aufsetzen kann, was man hatte. Eine große Herausforderung ist letztlich die Tatsache, dass wir über ein sehr vernetztes Fahrzeug reden. Das heißt, hier gibt es ganz viele verschiedene Funktionen in verschiedenen Systemen, die aber alle zusammenspielen müssen. Jemand, der vorher Rohre eingebaut hat, muss jetzt auf einmal Kabel einbauen. Das ist eine komplett andere Qualifikation und das ist eine andere Herangehensweise auch an die Arbeit. Die große Herausforderung ist vor allem das sehr dynamische Marktumfeld und auch die neuen Wettbewerber, die jetzt in den Markt eintreten. Wir sollten nicht unbedingt von der Vergangenheit reden. Also wir haben noch tolle und große Herausforderungen vor uns. Also wir haben noch 7 Monate, bevor wir in Serien gehen, und es gibt natürlich auch bis dahin viel zu tun. Ein Highlight aus dem Bus ist für mich das ausgeklügelte Thermomanagement, wodurch wir letztendlich 40% an Energieverbrauch im Vergleich zu unseren konventionellen Citaros reduzieren konnten. Das erste Mal, dass wir wirklich gefahren sind mit dem ersten Konzeptfahrzeug und das erste Mal rein elektrisch und quasi geräuschlos um die Halle gefahren sind mit dem gesamten Team. Das war sicherlich ein sehr erhebender Moment. Für mich persönlich bleibt vor allen Dingen das Fahrereignis oder das Fahrevent auf dem Hockenheimring in Erinnerung, wo jeder mal selbst auch wirklich den E-Citaro kurz im abgesteckten Parcours fahren durfte. Ein Prototypfahrzeug ist eine Baustelle, und das war für mich so eine Überraschung. So viele Leitungen und so viele Arbeitstische und Laptops und Notizen und alles Mögliche. Also wie einen großen, eine Werkstatt oder ein Büro, aber auf Rollen. Und das war für mich sehr überraschend. Jeder Arbeitstag ist für sich eigenständig. Das war gerade das Spannende bei diesem Projekt. Es gibt keinen klassischen Tag, man kommt hier rein und hat dann Schema F und arbeitet das ab, das gibt's nicht. Und das macht gerade das Projekt so spannend. Also ein bisschen persönliches Highlight, dann Wintererprobung, wenn man auf einer Schneefläche wirklich ans Eingemachte geht und schaut, bewältigt der auch wirklich die ganzen schweren Situationen. Und da sind wir echt gut rausgekommen. Also das erste Mal fahren, das zaubert einem einfach ein Lächeln aufs Gesicht, weil man auch das erste Mal merkt, das unterschiedliche Fahrgefühl gegenüber einem Dieselbus. Und ich glaube, wir waren einfach alle glücklich und gleichzeitig erleichtert, dass wir mal den ersten großen Schritt geschafft haben, ein Fahrzeug zum Fahren zu bringen. Am meisten am EDB-Team schätze ich vor allem diesen Zusammenhalt und diese Bereitschaft, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Es ist ein Team, was es auch wirklich versteht, mit den Herausforderungen umzugehen. Ich fand gut, dass es eine junge, dynamische, sehr motivierte Mannschaft war. Ich schätze auf jeden Fall den Spirit am EDB-Team, weil man schon merkt, dass im kompletten EDB-Team ein Drive vorhanden ist, der möchte, dass das Produkt ein Erfolg wird. Und die erste Fahrt, die haben wir mit dem gesamten Projektteam gemacht. Und dann ist es natürlich klasse, wenn das Fahrzeug rollt und die ersten Jubelschreie kommen. Das sind Emotionen, da merkt man auch, da fällt auch Last von einem. Leise auf jeden Fall. Schick. Er ist schnell. Spannung. Emissionsfrei. Verlässlich. Unglaublich komplex. Herausforderung. Komfortabel. Und super Optik. Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht.